was ich mal loswerden wollte. Es erstaunt mich immer wieder, wie viele Journalisten, Politiker, Experten, Privatmenschen immer noch die Frage stellen, warum Donald Trump sagt und tut, was er sagt und tut. Was will er erreichen? Was sind seine politischen Ziele? Welche Strategie verfolgt er? Naja, dass er keine Strategien hat, dürfte mittlerweile den meisten klar sein. Was aber gern übersehen wird, er hat noch nicht mal politische Ziele. Manchmal wirkt es so, als hätte er welche. Er ist nun mal Präsident. Dadurch hat alles, was er sagt und tut, politische Konsequenzen. Selbst wenn er den ganzen Tag lang nur Golf spielen würde, hätte das politische Konsequenzen. Aber das Prinzip von Ursache und Wirkung benötigt das Prinzip Absicht nicht. Um ihn zu verstehen, braucht man nur eine simple Erkenntnis. Donald Trump ist dumm wie Mist. Wer das schon wusste, darf das Video gern hier abbrechen. Alle anderen wiederholen bitte laut mit mir. Donald Trump ist dumm wie Mist. Ich sage das nicht einfach, um ihn zu verspotten. Dazu ist es zu traurig. Ich sage es, weil es der Schlüssel zu allem ist. Wer sich darauf fokussiert, dass Trump ein schlechter Mensch ist, wird ihm nicht gerecht. Das Entscheidende ist, dass er ein dummer Mensch ist. Mit zunehmendem Alter schleicht sich dem Augenschein nach auch noch eine Demenz obendrauf, aber da will ich als medizinischer Laie nicht drüber spekulieren. Bleiben wir lieber bei seiner Dummheit, die er schon erheblich länger mit sich rumschleppt. Trump ist nicht Präsident geworden, weil er so ein gewiefter Taktiker wäre, denn das ist er nicht. Er ist Präsident geworden, weil Menschen, die es hätten verhindern können, es zugelassen haben, weil sie sich persönliche Vorteile davon versprochen haben. Ich rede nicht von Wählerinnen und Wählern. Ich rede von Politikerinnen und Politikern. Beiderseits des Flurs, wie der Angelsachse sagt. Und von Journalisten und Journalistendarstellern. In einem gesunden System wäre Trump nie in die Position gekommen, in der er ist. Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es nicht ums System, sondern darum. Alle nochmal wiederholen. Donald Trump ist dumm wie Mist. Er versteht das Konzept einer objektiven Realität außerhalb seiner selbst nicht. Die einzige Realität, die er wahrnimmt, sind seine persönlichen Gefühle. Und er nimmt wahr, wie andere Menschen diese Gefühle in ihm auslösen. Andere Gefühle scheint er auch nicht zu haben, als dafür, wie andere Menschen mit ihm umgehen. Dabei gibt es zwei Sorten von Menschen. Diejenigen, die nice zu ihm sind. Das sind Menschen, die ihm applaudieren, die ihm Komplimente machen und nicht zuletzt, die ihm Geld geben. Und dann gibt es die anderen, die mean zu ihm sind. Das sind Menschen, die sich über ihn lustig machen, die ihn kritisieren und die ihm kein Geld geben. Und alles, was er will, ist, die Menschen, die nice zu ihm sind, darin zu bestärken und diejenigen, die mean zu ihm sind, entweder dazu zu bringen, stattdessen lieber nice zu ihm zu sein oder, wenn das nicht geht, sie wenigstens zum Schweigen zu bringen. Und wenn man Präsident ist, müssen echt viele Menschen nice zu einem sein. Staatschefs, Konzernchefs, FIFA-Chefs. Um das zu wollen, braucht man keine politischen Ziele. Und wie versucht er jetzt, die Dominanz der Niceheit zu manifestieren? Mit Worten. Mit Wörtern und Worten. Das ist alles, was er hat. Das Problem dabei ist, wir erinnern uns, Donald Trump ist dumm wie Mist. Oberhalb eines gewissen Abstraktionslevels versteht er nicht, was Wörter bedeuten. Was ein Flugzeug ist oder ein Pool oder eine Rolltreppe, das kriegt er noch gerade so auf die Reihe. Aber was Wörter wie Verfassung oder Religion oder Bezahlbarkeit bedeuten, versteht er nicht. Ein Satz wie I want affordability lässt sich nur dadurch erklären, dass er nicht versteht, was Affordability bedeutet. Und damit meine ich nicht bloß, dass ihm die Empathie fehlt, um nachzuvollziehen, was Affordability für Auswirkungen im Alltag seiner Untertanen hat. Er versteht schlicht das Wort an sich nicht. Er versteht noch nicht mal, was verstehen oder bedeuten bedeutet. Aber wie kann er so überhaupt reden? Er wählt Wörter und Worte nicht nach ihrer Bedeutung, sondern nach dem Effekt, den sie auf andere Menschen haben. Er nimmt wahr, wie andere Menschen Wörter in Sätzen verwenden und er nimmt wahr, welche Effekte sie erzielen. Und wenn ihm die Effekte gefallen, dann versucht er, diese Effekte selber zu erzielen, indem er die Wörter ähnlich verwendet, wie er es bei anderen Menschen beobachtet hat.
Dummerweise versteht er auch nicht, wie das mit den Effekten wirklich funktioniert. Darum funktioniert es auch zunehmend schlechter. Aber weil es sein einziger Trick ist, macht er immer weiter damit. Er ist wie der zurückgebliebene Stiefschwager von ChatGPT, der es nie zur Marktreife gebracht hat. Und wenn unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Ansprachen brauchen, damit sie nice oder nicht mean sind, kein Problem. Er sagt einfach jedem, was er als nötig für den Effekt erachtet. Und wenn jemand nachhakt, hey, gestern hast du doch was ganz anderes gesagt, dann streitet er es einfach ab. Es zählt nur der Moment. Kein Gestern, kein Morgen, kein Eben, kein Gleich, nur jetzt. Vorteil: kurzfristig ist er ziemlich leicht zu manipulieren, indem man nice zu ihm ist. Nachteil: es hält halt immer nur so lange an, bis der Nächste nice zu ihm ist. Und das ist schon alles. Wann immer ihr euch fragt, was redet er da, was will er bezwecken, dann betrachtet es einfach unter diesen beiden Aspekten. A: er will, dass Menschen, mit denen er gerade spricht oder zuletzt gesprochen hat, nice oder nicht mean zu ihm sind. Und B: er hat keine Ahnung, was die Wörter, die er benutzt, eigentlich bedeuten. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Also Sinn jetzt nicht im Sinne von Sinn, sondern, ja, ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel versteht er nicht, was Justiz bedeutet. Dass ein Gerichtsverfahren vom Prinzip her dazu dient, anhand von nachprüfbaren Beweisen und Indizien die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten basierend auf allgemein geltenden Gesetzen so objektiv wie möglich festzustellen. Objektive Realität versteht er nicht. Für ihn läuft es darauf hinaus, dass Richter und Geschworene sagen, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Und dass man sie allein mit Wörtern und Worten dazu bringen kann, das eine oder das andere zu sagen. Wenn er selbst angeklagt ist, will er, dass Richter und Geschworene nice zu ihm sind. Wenn jemand mean zu ihm ist, versucht er gern, ihn ohne gerichtsfesten Grund anklagen zu lassen, weil es ja reicht, wenn Richter und Geschworene sagen, dass derjenige ins Gefängnis muss. Anderes Beispiel. Ich nenne Trump einen de facto Faschisten, weil vieles, was er sagt und tut, im Ergebnis faschistisch ist. Aber er ist kein ideologischer Faschist, weil er nicht versteht, was Faschismus bedeutet. Es waren bloß zu viele ideologische Faschisten nice zu ihm. Er wurde zu viel auf deren Vokabular trainiert. Und er versteht nicht, was Demokratie bedeutet. Er versteht nicht, dass man Wahlen dadurch gewinnt, dass man die meisten Wählerstimmen auf sich vereint. Er glaubt, dass man Wahlen dadurch gewinnt, dass man die Leute dazu bringt, zu sagen, dass man die meisten Wählerstimmen auf sich vereint hätte und dass man die Wahl gewonnen hätte. Und so kann man auch erklären, wie er sich so offensichtlich selbst widersprechen kann. Warum er die Freigabe der Epstein-Akten erst lautstark fordert und dann unterdrückt. Warum er den Friedensnobelpreis fordert und dann einen Krieg anfängt. Warum er so lässig anderen Leuten die Sachen vorwirft, die er unter aller Augen selber tut. Das hat nichts mit Scheinheiligkeit zu tun. Das Konzept von Scheinheiligkeit versteht er nicht. Er merkt nur zum Beispiel: okay, Leute mögen anscheinend keine Korruption. Das Wort Korruption wird immer als Kritik an mir verwendet. Verstanden, also werfe ich meinen Gegnern Korruption vor, damit die Leute sie nicht mögen. Ob ein Vorwurf berechtigt ist oder nicht, ist niemals Teil seiner Gleichung, weil er objektive Realität nicht versteht. Lasst mich zur Illustration einen alten Witz erzählen. Einen ganz alten. Werdet ihr am Thema merken. Ein Mann hat von seinem Nachbarn einen Topf ausgeliehen. Und als er ihn zurückgibt, hat der Topf ein Loch. Der Nachbar geht zum Richter, weil er Schadenersatz will. Der Mann verteidigt sich mit den Worten: Erstens habe ich niemals einen Topf von ihm geliehen. Zweitens hatte der Topf das Loch schon, als ich ihn bekommen hatte. Und drittens habe ich das Ding heil zurückgegeben. Und das ist Donald Trump in einer Nussschale, wie der Angelsachse sagt. Jeder schlechte Mensch mit normalem Verstand hätte erkannt: keine Zeugen, Aussage gegen Aussage, ich kann lügen. Hier sind 3 mögliche Verteidigungsstrategien. Welche davon ist die vielversprechendste? Trump hingegen denkt: hier sind 3 Sachen, die ich sagen kann, damit der Richter nice zu mir ist. Warum sollte ich mich mit einer begnügen? Viel hilft viel. Ich sage einfach alle 3. Irgendwas davon wird den Job schon tun. Und er versteht nicht, dass er durch den Widerspruch, den er damit erzeugt, seine Lüge selbst entlarvt. Aber er versteht halt auch nicht, was ein Widerspruch ist. Oder Lüge oder Wahrheit. Zu abstrakt.
Wenn Wörter keine Bedeutung haben, kann man auch nicht lügen. Er spricht zwar oft von Truth und Fake, aber er versteht es nicht. Er weiß nur, Wahrheit ist anscheinend beliebt und Lüge unbeliebt. Wenn jemand ihn kritisiert, bezichtigt er denjenigen der Lüge, damit derjenige schweigt und seine Anhänger weiter nice zu ihm sind. Es geht bloß um den Effekt. So, mehr ist es nicht. So versteht man Donald Trump. Und wenn euch das jetzt zu abstrakt ist, braucht ihr euch einfach nur den simplen Merksatz zu wiederholen. Donald Trump ist dumm wie Mist. Donald Trump ist dumm wie Mist. Donald Trump ist dumm wie Mist. Donald Trump ist dumm wie Mist.